6 Uhr morgens, wir sind heute wieder früh raus und auf dem Weg zu einem legendären Barbecue Place heute für euch. Wir sind jetzt in Lexington und das ist wirklich auf dem platten Land, mitten irgendwo im Rural Texas. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was hier los ist. Snow's Barbecue, wie gesagt, eine Legende. Haben nur einmal die Woche auf, immer nur samstags und starten morgens um 8. Die haben jetzt schon auf, also seit ein paar Minuten. Und die Schlange ist unglaublich lang. Müssen wir euch gleich mal zeigen, wie lang diese Schlange ist. Die geht hier einmal ganz rum. Überall herum, alle sind parken im Straßengraben und so. Das ist wie bei einem Festival oder bei einem Autorennen oder sowas. Ein richtiges Happening. Vorne gibt es Cocktails, Getränke, wird irgendwas verlost. Kinder können so ein Spiel mit so Sandsäcken werfen spielen und es ist ein richtiges Happening hier. Also die Schlange bewegt sich langsam. Uns wurde gesagt, wir müssen ungefähr 4 Stunden Wartezeit einplanen. Das hatten wir definitiv nicht. Wir haben mit einer Schlange ähnlich wie bei Franklin gerechnet, wo wir vielleicht 1 Stunde, 1,5 Wartezeit einplanen müssen, wenn wir nicht die Ersten in der Schlange sind. Wir waren jetzt auch 7:45 hier oder so und ja, da sind hunderte Leute vor uns gewesen. Richtig krass. Wir stehen jetzt hier vor dem Smokehouse bei Snow's und wie ihr sehen könnt, das ist echt einfach nur so eine Art Wellblechverschlag, unter dem die Smoker hier stehen. Ja, und ihr seht die Pits, die sind super oldschool. Ja, das hier ist noch nicht mal, das ist irgendwie vielleicht ein Öltank mal gewesen oder so. Hier hast du so diese klassische runde Form von dem Gastank. Überall sind Hufeisen angeschweißt als Griffe und diese Gegengewichte, die sich gegeneinander verschränken. Also mega cool gemacht. Witzig auch, dass das halt alles so offen ist hier. Wir hatten gestern mit dem Manager bei Interstellar darüber gesprochen, wie das ist so mit Lebensmittelhygiene und Kontrollen und so weiter. Und er sagte, ja, das so an der offenen Luft zu haben, ist auch da, sehen die nicht so gerne. Eigentlich müsstest du Insektenschutz rundherum haben. Aber wenn alles andere in deiner Küche passt und in deinem Kühlhaus passt, dann kriegst du ein paar Punkte Abzug. Alle 6 Monate werden die hier inspected. Und ja, krass, dass sowas halt hier möglich ist. Aber super toll. Mittlerweile müssen wir natürlich absperren, weil hier sind so viele Leute. Die würden einfach dazwischen laufen. Da könntest du nicht mehr anständig arbeiten. Aber es ist wieder so eine gläserne Produktion hier. Miss Tootsie steht da hinten an ihrem Ofen und legt da Fleisch auf oder holt Fleisch runter. Drüben siehst du die Holzreserven, da ist Post Oak gestapelt. Und hier brennen die Feuer. Du merkst die Strahlungshitze bis hier. Wahnsinnig cool. Du bist so ein richtiger Teil von dem Laden hier. Hier ist das Ende der Schlange und führt hier in den Laden rein. Da kann man dann bestellen. Da sind wir dann vielleicht in 2 Stunden auch irgendwann. Und jederzeit erreichbar ist hier der Merchandising-Stand. Hier kann man T-Shirts und Kappen und alles Mögliche kaufen. Und auch jederzeit erreichbar ist hier die Open Bar, wo auch zu dieser Uhrzeit schon jede Menge Alkohol konsumiert wird. Das hält die Leute beim Warten auf jeden Fall bei Laune. Ja. Und hier kann man sitzen und essen. Ich weiß nicht, ob es irgendwo anders noch mehr Tische gibt, weil niemals können ja so viele Leute an diesen paar Tischen hier sitzen. Und dann gibt es auch so ein bisschen Backstage-Area da hinten. Ich nehme an, das sind die Kühlräume und Produktionsräume. Da hat man natürlich keinen Zugang. Wir sind jetzt hier mit dem Eigentümer von Snow's Barbecue und thank you for taking the time to speak to us. The Netflix show, is that what changed in your fame status? Obviously, this is huge, the turnout here today. I mean, the Netflix helped a bunch, but in 2008 we were recognized by Texas Monthly as #1 in Texas, and that's when it really has started, and it's just kind of dominoed. And then during the pandemic, the Netflix film definitely gave it another boost of power, absolutely. And then, when did you guys start? We opened up March of 2003. 2003, so you've been We around. just celebrated 20 years earlier this year. And aside from Miss Tootsie working here, what is it that makes Snow special? Try to treat everybody, show them the importance of them being here. I mean, it's a package deal. Not one of us can do it by ourselves, Miss Tootsie included. It takes guests and visitors and good staff to work here to make it all work, and we've got a great staff. Awesome. How many people you got working here? On a Saturday, they're usually 12 or 14, 10 or 12, but it changes. And today was a little better crowd. It's been a little slower somewhat, but today was really good.
And then you only open on Saturdays, is that We correct? open on Saturdays and then we ship Monday, Tuesdays, and Wednesdays. That's a lot of our business is shipping. We ship all over the U.S. and we have since '08. Okay. So then the whole week is taken by prep work and doing the shipping. Saturday prep work's a kind of a Thursday, Friday deal, and prep for the internet's usually Monday, Tuesday, Wednesday, and as we get into the holidays, it'll be Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday. So even though you're open 1 day a week, it's a 7-day-a-week job. It stays busy, yeah. Got a couple full-time, and it stays busy. The pits that you have back there, are those the original pits that you've had since '03? All of them except the new firebox and the new pit there. I built all of the rest of them myself. And these were original, and that one burned out. And the brisket pit come in latter part of '08, and the rib pit, I built it in 2011. And this one used to be like an oil tank, or is that? No, the big brisket pit was a vertical water vessel that was never put in service, and then the rib pit was just a piece of oil-filled casing that was brand new. All right. And like I said, you can look, they're not great welding, but I can fabricate and I can weld fair, but I built them. I'm doing my own fabricating, so I can definitely appreciate it. It's not easy. Yeah, but my eyesight went before my welding skills did, and I just couldn't see. All right, but I mean, they do the job, and that's the important part. Job. That brisket pit, we can put about 600 pounds of brisket in there and put 80 or 90 briskets in there. Is that what you're serving on a day like this? The day like today will be probably 70 or less. 70 briskets? And then ribs, can you tell us how many? Rib is 65, I think, today. 65 we'll run racks? Out of ribs. Brisket, we probably will make this line. 65 racks of ribs, 3 cases of turkey, 3 cases of chicken. And then sausage? Sausage, yeah, there's about 300 pounds of sausage today. It's amazing to see that this is not just a restaurant, but it seems like a community fest here. Well, that's part of the importance of all the employees is to make everybody feel welcome, and the hospitality we show is it's contagious. A lot of people are trying to match it, but they can't match ours. Yeah. I mean, there's a lot that goes into it, not just the location. What was this before it was a barbecue place? Well, I had a farm and ranch store here in the early 90s. This was a peanut buying point. Farmers brought their peanuts to town and they sold them here, and they stored and then shipped them out right here. But it was raw peanuts. I knew it would be a neat little place. Miss Tootsie had cooked over there for years, didn't even hardly have cover. I knew this would be, it'd be like a Cadillac for her. We are certainly having an excellent time here, talking to everybody in line, and it's been wonderful. Thank you. Also, wir sind jetzt hier mit der berühmten Tootsie Tomanes. Tootsie, can you tell us what was your day like today? When did you start? I start late now. I don't start as early as I used to. I come in around 5:30 or 6 in the morning, and I stay though until 2. I used to come in at 2 in the morning and stay till 2, and that got too long. The summer had been too hot, and I couldn't stand the heat anymore. I was getting sick, so Carrie had me to start coming in a little later then. So it's been easier on me. That's hard work for anybody my age. Well, and at 88, I've got to slow down, and I'm not ready to slow down. I'm not ready to quit working. All right, that's fantastic. How is it after so many years of cooking barbecue and meeting these people that you're still excited about doing it? It's really hard to believe how that people like y'all coming from Germany, I've had them from around the world that have come to see me. It's very heartwarming, and I thank God every day that He has given me the privilege to meet so many wonderful people. And the barbecue people, we're a very close-knit family. It's not that we're in competition against everyone. We're a family, and we love each other. Excellent. Thank you so much for being the head of this family, and we appreciate very much what you're doing here. Thank you. Thank you all for coming. Have a safe trip home. Kann sich jetzt nur noch in wenige Minuten landen. Wir sind hier direkt vor der Tür und uns wurde gesagt, direkt hinter der Tür wird dann auch direkt bestellt. Und ja, sind seit 4 Stunden hier in der Schlange, aber es war eine Wahnsinnserfahrung. Also ich würde mich auch hier in die Schlange stellen, wenn es am Ende ausverkauft wäre. Wir haben die Menschen vor uns kennengelernt, die haben uns erzählt, wir müssen unbedingt zur Rinderauktion nach Houston kommen. Da gäbe es ein großes Barbecue-Festival und eine Competition.
Und ja, wir haben endlich gelernt, was Frito Pie ist. Gestern, als wir diese Wurst gegessen haben bei Interstellar, haben wir uns gefragt, was ist Frito Pie? Und wir haben gelernt, Frito ist so eine Marke von Maischips, die man hier kaufen kann in jedem Supermarkt. Und wenn du zu so einem Festival gehst, dann schneidest du diese Tüte mit diesen Chips an der Seite an, nimmst Chili, schüttest das da rein und Käse, machst das irgendwie warm und isst das einfach so aus der Tüte raus. Das ist Frito Pie. Also es ist nicht wirklich ein Kuchen oder sowas, aber so wird Frito Pie gemacht. Und das hat scheinbar diese Wurst inspiriert. Und wir waren bei Miss Tootsie. Wir haben mit anderen Leuten gesprochen hier, also Wahnsinnserfahrung, bevor wir überhaupt ein Bissen zu essen bekommen haben. Hier kam gerade jemand vom Snows Team raus und hat auf die Tafel geschrieben, dass das Porksteak jetzt ausverkauft ist. 11:40 Uhr, 209 Stück, also hier wird alles akribisch dokumentiert. Und lucky for us ist das Porksteak das einzige. Wir sind jetzt direkt vor der Tür, also stehen unsere Chancen ganz gut, dass wir alles andere noch bekommen. Ja, ich bin aufgeregt, aber er dauert noch einen Moment. Hier steht noch der Herr, der vor uns stand. Keith heißt er, glaube ich. Direkt hinter der Tür. Muss noch ein bisschen warten. Ich dürfte nämlich die Tür nicht blockieren, steht hier oben. Oh no! The chicken. Chicken's fine. Did you see any chickens on the chart? Is that the number of chickens he sold? No, that is the number in line we are. Oh, really? Like as far as people. All right, okay. Just to kind of give us an idea of how long things are lasting. Awesome. Ja, also das hier war nicht die Anzahl der Porksteaks, sondern das ist bei Person Nummer 209 aus der Schlange wurde das Porksteak ausverkauft und jetzt bei Person 220 in der Schlange um 11:51 Uhr ist das Chicken ausverkauft worden. Jetzt haben wir auch verstanden, wie das Dokumentationssystem hier funktioniert. Nice and cold hier drin. Also jetzt stehen wir hier drin, alles ist sehr historisch, Holz vertäfelt, aber jetzt nicht so historisch 18. Jahrhundert, sondern eher so historisch 70er Jahre. Aber mit ganz viel Patina und viel Charme. Noch sind hier die Nächsten vor uns in der Schlange. Ja, wir sind natürlich auch hier wieder räumlich getrennt vom Smokehouse. Also hier drin ist jetzt nicht so dieses, aber das Essen kann man schon riechen. Und unser Meatcutter ist diesmal kein tätowierter Mann in seinen 20ern, sondern ist hier diese lovely Grandma. Wie geil. Ja, hier sind so GN-Behälter mit dem Butcher Paper unten drin. Hier wird das, glaube ich, warm gehalten. Da ist noch ein, was sind das, die Ribs hier? Das ist alles schon leer. Sausage, aber die bringen auch die ganze Zeit noch frische Ware draußen vom Smokehouse rein. Und Wahnsinn, das wird hier mit so einem elektrischen Turkey-Messer wird das hier geschnitten. Also der hat gerade den letzten Truthahn-Brust hat er gerade reingebracht. Genau dieselben Diskussionen wie in unserem Laden hier. Die Person vorne muss Bescheid wissen, wie viel es noch gibt, damit keiner enttäuscht ist nachher oder eine Bestellung ins Leere läuft. You must have had a long day. No, it's all right. What can I get you? We're gonna have a little bit of everything that you have left. Okay, So brisket. can we get a quarter pound? Yeah, that probably won't be enough. Small beans or large? Perfect. And then pork ribs are still there. How many of these? Can we just get a single bone? Two bones. I thought so. I know this person. Yeah, that's so funny. Oh my gosh. Okay. Then you got two different sausages, correct? Right. We'll have one of each. Oh, yeah. It's going to be 84.73, does that make sense? And then you have some turkey left? Yes, I do. Excellent. We got lucky then. We are doing a barbecue documentary. We have a restaurant in Germany. Really? And this is for like our Instagram audience and Cool. What's your restaurant? Smoke Barbecue Düsseldorf. Okay, if I'm ever in Germany, Yeah, you should swing by. We're right by the Düsseldorf airport. can you sign that, please? Yes. Die anderen Sides waren schon abgepackt und die waren alle groß. Die können wir jetzt nicht mehr essen. Das Einzige, was es hier noch zum Self-Serve im kleinen Behälter gibt, sind die Beans. Die sind hier vorne einfach in so einer Bain-Marie. Und wie ich das jetzt mit einer Hand machen soll, das soll mir mal einer erklären. Der Beleg, der kommt doch niemals sauber bei der Buchhaltung an. Bye bye. Boah. Jetzt merkst du erstmal, wie heiß das hier draußen ist, ne, wenn du da rauskommst. Mind if we join your table? Even though we're very shy Germans, you know.
So, das ist jetzt hier die Platte beim Snows und ich habe übertrieben bei den Würstchen. Wir haben die Regular Sausage, wir haben die Jalapeno Cheese Sausage. Beim Brisket haben wir jetzt nur einen Quarter Pound, aber es ist richtig tolles Endstück hier. Das hat eine ganz tolle Kruste dran. Und wir haben die Pork Ribs und Turkey gab es noch. Alles andere war mittlerweile ausverkauft. Ganz wichtig für die, die es interessiert. Das White Bread ist diesmal im Gefrierbeutel jeweils wieder zu 2 Scheiben abgepackt und davon hatten die noch eine ganze Menge. Also das wird nicht so schnell ausgehen. Und als Sides hier noch die Beans. In der Schlange sind jetzt vielleicht noch 20 Menschen. Also es ist krass, wie getimed das hier auch ist. Die Leute wissen ganz genau, was sie erwartet. Um 8 Uhr geht es los. Um 12 Uhr jetzt ist kurz vor 12, ist Ende. Vielleicht machen die dann noch so weit, bis die Schlange weg ist. Und auch die ganzen Speisen werden die waren jetzt ganz am Ende mit dem, was sie noch hatten. Also die haben das sehr gut hochgerechnet oder haben sehr gut antizipiert, wie viel Essen sie heute brauchen bei dem anderen, den sie haben. Ich starte wie immer mit dem Brisket. Oh, und das ist, kann ich dir jetzt schon sagen, das wird ein Hammer Brisket, weil das ist richtig fettig, richtig saftig, hat eine ganz tolle Kruste. Oh. Boah, also das Rennen um das beste Brisket, das wird verdammt, verdammt eng. Da müssen wir noch eine Menge diskutieren drüber. Wahnsinnig gut, definitiv Top 3. Pork Ribs. Ja, sind auch schön weich, schön zart, haben eine tolle Kruste. Die sind, glaube ich, nicht in den Top 3. Trotzdem sehr geschmackvoll. Diesen Pork-Eigengeschmack habe ich hier nicht so rausgeschmeckt. Muss man gleich nochmal probieren. Aber auch sehr, sehr, sehr gut. Ja, versteht mich nicht falsch. Jetzt den Turkey. Auch wieder sehr saftig. Eine schöne Kruste. Haben wir diese Woche, glaube ich, auch schon mehr Turkey-Geschmack gehabt. Aber auch, versteht mich nicht falsch, das ist jetzt auf ganz, ganz, ganz hohem Niveau. Wahnsinnig gut. Jetzt gucken wir uns die Würstchen noch an. Aber diesmal ein bisschen einfacher zu brechen als bei manchen anderen Läden. Hier sehe ich, glaube ich, Jalapeno, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und das wird dann die Regular Sausage sein. Ich probiere mal die Regular zuerst. Oh. Also die ist auch richtig gut. Der Fettgehalt bei manchen dieser Würste, die wir gegessen haben, der hat ja selbst bei mir irgendwie so Ungläubigkeit hervorgerufen. Die ist jetzt nicht ganz so fettig, wird immer noch jenseits der 30% sein, der Fettgehalt, wahrscheinlich eher bei 50%, aber halt nicht bei 80%. Und es ist sehr geschmackvoll, sehr aromatisch. Die Kruste hat die Pelle hat einen tollen Bite. Also super Wurst. Und jetzt als krönender Abschluss noch die Jalapeno Sausage. Da haben die hier viel Wert gelegt auf die Jalapeno. Ich weiß gar nicht, ob hier Käse drin ist. Also wir hatten ja immer sonst diese Kombination aus Jalapeno und dem Cheddar, die ich auch sehr gut fand. Hier hast du viel mehr diese Jalapeno-Note. Und vielleicht gar nichts mit Käse, müsst ihr mal rausfinden. Aber das gefällt mir auch richtig gut. Das ist eine ganz, ganz neue Stilrichtung und sehr, sehr lecker. 100%ige Empfehlung. Ein wunderschöner Sonnentag hier im Oktober, irgendwo in Rural Texas, Lexington, for Snows Barbecue. Wir hatten einen wundervollen Vormittag hier und haben tolle Menschen kennengelernt, gutes Essen gehabt und ja, eine Ikone unserer Branche, Snows Barbecue, hier hinter uns in red, white and blue, because this is America. Auf dem Weg zu unserem Auto sind wir hier am Gebäude der Lexington Livestock Commission vorbeigekommen, also so viel wie so ein Rinderzuchtverein, sage ich jetzt mal, oder eine Rinderzuchtbehörde. Und das ist so eine Art Markthalle, wo du am Samstag deine Rinder hinbringst, um die zu verkaufen und andere Rinder zu kaufen. Deswegen ist dieser ganze Parkplatz hier voller wahnsinnig cooler Pickup-Trucks. Und damit meine ich nicht so flashy Pickup-Trucks, wie man die in der Stadt sieht, sondern hier sind
dicke Dieseltrucks mit riesengroßen Anhängern, wo die Rinder hierher gebracht werden. Und zum Teil sind hier noch Pferde drin, mit denen die Rinder durcheinander und raus und reingetrieben werden. Also das ist richtig moderner, wilder Westen hier. Und wir haben schon die Halle mit den Kälbern gesehen, da hinten, wo die alle stehen. Und jetzt wahrscheinlich dann nach Losnummern rausgetrieben werden. Und wir gehen mal gucken, ob wir da reinkommen. Wir haben natürlich keinen Platz für ein Rind in unserem Handgepäck, aber wir gehen trotzdem mal rein und schauen, was da drin so vor sich geht. Also wir sind jetzt mittendrin. Wir haben gerade mit der Chefin hier gesprochen, ob es okay ist, drinnen zu drehen. Und ja, sie sagte, wir sollen jetzt nicht ein riesen Brimborium drum machen, aber wir können reingehen. Das, was ihr da hört im Hintergrund, das ist der Auktionator, der Nummern aufruft, Losnummern aufruft. Und dann kannst du über Handzeichen und so weiter kannst du bieten auf Rinder, die da aufgerufen werden. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Uns wurde gesagt, wir sollen auf gar keinen Fall unsere Hand heben, weil dann haben wir schneller ein Rind, als wir gucken können. Wir dürfen da jetzt reingehen und es gibt anscheinend so einen Catwalk da oben, den wir gesehen haben, wo wir drüber gehen können und dann die Rinder von oben sehen können. Ich bin super gespannt. Ab geht's. Mitten in dieses Gebäude eingebaut ist hier dieser Ring, wo die Rinder reingeführt werden. Von einer Seite, dann verweilen die in der Mitte hier. Er ruft die Gebote auf, der da vorne sitzt, der Auktionator. Und sobald das Rind verkauft wurde, denke ich mal, das ist alles eine Frage von Sekunden, geht das Rind wieder raus und wird dann wahrscheinlich verladen. Auf jeden Fall die Leute, die hier sitzen, das ist ja wie im fucking Film. Alle mit ihren Hüten auf. Ja, also hier wird alles Mögliche auktioniert und wahrscheinlich auch schon 100 Jahre. Also die Schwarzen, die wir alle sehen, das ist Black Angus. Die Weißen, das sind tatsächlich Charolais aus Frankreich, wie wir die auch haben. Dann haben wir diese Braunen, das sind so Hereford, da ist irgendwas mit Hereford drin. Und hier drüben, da gibt es waschechte Texas Longhorns. Die sind auch relativ klein. Er sagte, die werden richtig groß, aber hier drüben stehen echte Texas Longhorns. Wahnsinn, das hier zu sehen. Also ich bin ja neugierig und wenn Leute hier, ich quatsche die einfach an. Und hier hinter mir die Dame, die hat mir eine unglaublichste Story erzählt. Die ist Private Detective, also sie ist eine Detektivin. Und sie sucht bei diesen Auktionen nach Rindern, die gestohlen wurden. Und guckt halt nach den Burn Marks, also die haben ja so ein Brandzeichen manchmal. Nach Rindern, die keine Brandzeichen haben. Wenn bestimmte Rassen gestohlen wurden oder so, da guckt sie ganz genau hin. Die sieht ungefähr 10.000 Rinder in der Woche, die fährt zu verschiedenen Auktionen. Schreibt sich Sachen auf, die ihr komisch vorkommen. Beobachtet auch die Käufer da drin. Sie sagt, manchmal kann man den Käufern ansehen, wenn die Rinder, die verkaufen, Hehlerware sind quasi. Und reportet die dann an die Behörden. Also wie im fucking Film hier. Der Laden hat jetzt nur noch 2 Minuten auf, also wir müssen uns beeilen, sonst kriegen wir nichts mehr zu essen. Boah, hier ist wieder richtig oldschool. Alle Wände dunkel, alle Decken dunkel, alles ist schwarz, 100 Jahre Holzfeuer, hammergeil. Are we still in time to get anything? 1 minute left and then we'll be closing. So All right, so we got to get our order in fast. for here to go. For here, possible? Okay. Question mark. Okay, what can I get you? We're gonna try a little bit of everything, but the smallest portion that you have. So do you want to take my last beef rib? Where are you from? Germany. Have you been here before? Once. Once. Did you try the beef rib? Yes, and I remember it being giant. Well, you may see how giant this one is. It might not be giant. Really? Okay, that's good though. That's good. It's pretty big? Yeah. Well, what is pretty big? Whatever it looks like, we're taking it. Oh, so you're gonna take it? I think we will. Take my last beef rib. If that's okay with y'all. Oh, that's fine with me. Quarter pound of brisket, if possible. Lean or moist? Moist. Moist. And what else? 1 pork rib, if possible. And then we're gonna be stuffed. Do you have sausage? Yes. Yes, all I have is original. Is that okay? Yes, whatever your smallest serving size for the original is. Just 1? Yeah. Okay. And any sides for y'all? Or just the meats? I think we're gonna be all right with just the Meats? meats. Yeah. What are y'all doing in the States? We have a barbecue restaurant in Germany. Oh, okay. And we are here for a week touring all the famous places. And we're documenting it for our YouTube channel. Good. Because we got a lot of folks interested in Germany. Well, good. Well, thank you for coming in, guys. Absolutely. This is one of the famous places. Yes, it is. I mean, if you want to, have you been back here? No, we have not. You want not. to come back after you eat? Oh, that would be amazing. amazing. And then we'll show you around. I mean, I don't know much, but... I don't know much, but I'll show you. Yeah, we'll show you.
That would be amazing. Okay. Yeah, thank you guys. Okay. We'll And just then- come back here. Okay, Natalie will ring you up. Awesome. Mr. Mueller, he sounds like he has some German heritage. He is, he does. Is he around at all? He's not here right now. He left earlier this morning. Und weil es eben an der Kasse so schnell ging, hier nochmal für euch. Das ist die Giant Beef Rib. So eine Rippe hier vom Brontosaurus-Rind. Müssen wir gleich mal fragen, welcher Cut das genau ist. Das ist die Pork Rib, dazu mal im Größenvergleich. Also das hier muss 1 Kilo Fleisch sein. Wer das essen soll, ich weiß es nicht. Hier ist eine Scheibe Brisket, haben die uns auch gefragt. Lean oder Moist, also Point oder Flat. Wir haben natürlich Point genommen. Wir haben hier eine der Sausages. Ich glaube, hier gibt es nur einen Typ von Sausages. Ich habe ja nichts von Jalapeno gelesen. 4 Scheiben, das gute alte ungetoastete Weißbrot aus der Tüte. Pickles and Onions, mehr für das Foto. Und ja, mal gucken, ob wir das gegessen bekommen. Wir sind bei Louis Müller Barbecue in Taylor und die machen hier zu, deswegen können wir die nicht ewig aufhalten. Aber sie haben uns nicht bereit erklärt, uns eine kleine Tour Backstage zu geben in diesen historischen Hallen hier hinten. Also ab geht's, komm, wir gucken uns das mal an. This is where they cook the beef ribs and the brisket. All right. We do like 16 briskets a day, and he cooks like say like today is Saturday, he'll cook for like Sunday, and then Sunday he'll do Monday, Tuesday, you know, stuff like that. And 16 briskets is what this will hold? Yes, well that's what we do a day. We've been in here since 1949. You know what it was before 1949? Yes, it was like a cotton place, a sewing machine, a basketball court, and a gymnastic. That's all that I know that this used to be. All right. Okay, before they came over here and started doing their business in here. You got your cooler back here. Yes, So this is cooler basically the whole back here. operation is all here. The whole operation back here. And I wish Wayne was here because he knows more. Yeah, we should have called and made sure he was and here. then, or come a little bit earlier. I know. You know? Oh, and then this started a fire. I don't remember when. 2013. 2013? Is when it started fire. Yes. Das hier ist ein historischer Wurstfüller. Improved Wagner Stuffer made by the Salem Tool Company, Salem, Ohio. Hier hast du dein Hackfleischfachs hier rein. Hier ist der Füllstutzen. Hier fädelst du den Darm drauf. Das ist genau wie bei unserem Gerät, nur noch nicht aus Edelstahl. Und dann kannst du das ganze Ding hier ist das gelagert, kannst du das hochkippen, von hier mit deinem Bret befüllen und dann kannst du hier Gas geben und hier Würstchen rausballern. Super geil. Ich wünschte, ich wüsste, aus welchem Jahr das ist. Das ist ein 100 Jahre alter Wurstfüller. Das war jetzt unsere letzte Barbecue-Location für diesen Trip. Louis Müller in Taylor. Wieder so eine ganz tolle Oldschool-Location. Und wenn ich das irgendwie in Worte fassen kann, was wir über die letzte Woche erlebt haben, dann kann ich nur sagen, wir haben wirklich ein Wahnsinnsspektrum von hervorragendem Barbecue abgedeckt. Wir waren in Läden, der ist jetzt seit 49, aber wo wir in Lockhart waren, über 100 Jahre Barbecue-Geschichte, ganz, ganz traditionell, bis zu einem Laden, der seit 3 Jahren aufhat und diese Geschichte und Tradition genommen hat und da dem Ganzen einen funky neuen Spin gegeben hat. Also ganz, ganz viel Bandbreite, die wir abgedeckt haben und das wird noch ein bisschen sacken lassen müssen, bis wir das hier richtig gut formulieren können, was wir hier erlebt haben in einer Woche.